Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für einen leckeren Beefsteaky-Burger. Dafür als erstes 500 Gramm Rinderhack in eine große Rührschüssel geben, dann ein Ei dazugeben, außerdem 150 Gramm Feta-Käse, einfach dazu bröseln oder ihr schneidet den Käse in kleine Stücke und zum Schluss mit je einem Teelöffel Oregano, Paprikapulver edelsüß und Kumin sowie einer guten Prise Salz und Pfeffer würzen. Sobald alle Zutaten in der Schüssel sind, mit den Händen gut vermengen bzw. verkneten, bis daraus ein kompakter Fleischteig entstanden ist. Anschließend können wir daraus die Patties formen, das Hackfleisch dafür in 4 gleich große Portionen aufteilen und zwischen den Händen verkneten und so zu flachen Hamburger Patties formen. Wenn das erledigt ist, die Patties kurz zur Seite stellen. Weiter geht's mit der Soße. Dafür 200 Gramm griechischen Joghurt in eine kleine Schüssel geben, eine Knoblauchzehe dazu pressen, außerdem einen guten Schuss Olivenöl sowie Weißweinessig dazugeben und zum Schluss eine gute Prise Salz und frisch gemahlenen Pfeffer. Das Ganze anschließend verrühren, ebenfalls zur Seite stellen und jetzt fehlt nur noch das Gemüse für den Burger. Ich habe hier eine große Fleischtomate, einfach in Scheiben schneiden, außerdem ein Stück Salatgurke, ebenfalls in Scheiben schneiden und eine rote Zwiebel abziehen und in feine Ringe schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen, jetzt die Hamburger Patties in die Pfanne geben und für 3 bis 4 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten. Die Hamburger Patties anschließend einmal wenden, von der anderen Seite für weitere 3 bis 4 Minuten zu Ende braten. Und dann können wir auch schon servieren. Dafür habe ich hier ein selbstgemachtes Hamburger Brötchen. Das Video dazu verlinke ich euch nochmal in der Infobox. Das Brötchen halbieren, eventuell anrösten, dann mit etwas Soße einstreichen, 1 bis 2 Tomatenscheiben, dann kommt das Fleischpatty, ein paar Gurkenscheiben, Zwiebelringe und zum Schluss die Brötchenoberhälfte ebenfalls mit etwas Tzatziki-Soße einstreichen und den Burger damit deckeln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.